Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin Jana. Heute geht's um ein Thema, das viele von euch gerade ganz praktisch im Alltag begleitet. Deutsch lernen. Und zwar nicht so im Sinne von, du musst nur mehr Vokabeln lernen, sondern wie bleibt man dran? Warum klappt es manchmal super? Und manchmal fühlt es sich an, als würde man auf der Stelle treten? Hi, ich bin Tarek. Und wenn du gerade Deutsch lernst, kennst du vielleicht dieses Gefühl. Du verstehst im Unterricht alles, du machst Übungen, du denkst, okay, läuft. Und dann stehst du im echten Leben vor der Bäckerei und plötzlich sind die Sätze weg. Oder du hörst Leute reden und es klingt wie ein Wasserfall. Das ist total normal und genau darüber sprechen wir heute. Vielleicht starten wir mit einer Frage, die du dir kurz selbst beantworten kannst. Was ist für dich am schwersten? Sprechen, hören, Grammatik, Schreiben oder Motivation? Viele sagen sofort Sprechen, weil man dabei sichtbar wird. Man macht Fehler und man hat Angst, dass man komisch wirkt. Dabei ist Sprechen eigentlich der schnellste Weg, besser zu werden, aber eben auch der mutigste. Ja, weil du beim Sprechen sofort Feedback bekommst. Nicht unbedingt von anderen, aber von dir selbst. Okay, das ging. Oder da fehlt mir ein Wort. Oder ich habe den Satz angefangen und wusste nicht, wie ich ihn beende. Und genau diese Momente sind Gold wert, weil sie dir zeigen, was du als nächstes brauchst. Ohne Sprechen bleibt vieles theoretisch. Ich finde wichtig, Deutsch lernen ist nicht nur Intelligenz oder Talent, es ist ein System aus Gewohnheiten. Wer regelmäßig ein bisschen macht, gewinnt. Wer nur selten viel macht, bleibt oft frustriert. Und das ist nicht moralisch gemeint. Das Gehirn liebt Wiederholung. Sprachen brauchen Kontakt. Immer wieder in kleinen Portionen. Und es gibt diesen großen Unterschied zwischen Deutsch als Schulfach und Deutsch für den Alltag. Im Alltag brauchst du nicht zuerst perfekte Grammatik. Du brauchst Handlungsfähigkeit. Also bestellen, nachfragen, erklären, Termine machen, Probleme lösen. Und wenn du das kannst, wächst die Grammatik fast automatisch nach, weil du ständig echte Sätze brauchst. Lass uns mal über eine typische Falle sprechen. Viele lernen zu viel passiv. Sie lesen, hören, machen Apps, aber sie produzieren wenig. Und Sprache wird stabil, wenn du sie produzierst. Das heißt, reden, schreiben, laut nachsprechen, Sätze bauen. Nicht perfekt, aber echt. Mach kurz mit. Sag im Kopf oder leise einen Satz über deinen heutigen Tag. Nur einen. Zum Beispiel: Heute war ich müde, aber ich habe trotzdem viel gemacht. Oder ich hatte einen Termin und danach war ich einkaufen. Das klingt einfach, aber genau das ist Training. Und wenn du merkst, dass dir ein Wort fehlt, ist das nicht peinlich. Das ist ein Hinweis, was du lernen kannst. Und jetzt kommt eine Sache, die viele unterschätzen. Aussprache und Rhythmus. Nicht, weil man perfekt klingen muss, sondern weil gute Aussprache dir beim Verstandenwerden hilft und dir Sicherheit gibt. Wenn du dich sicherer fühlst, sprichst du mehr. Wenn du mehr sprichst, wirst du besser. Das ist ein positiver Kreislauf. Ein praktischer Tipp: Such dir kurze, natürliche Sätze, die du im Alltag wirklich brauchst, und übe sie wie fertige Bausteine. Zum Beispiel: Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe eine Frage. Ich verstehe das Wort nicht. Wie schreibt man das? Ich brauche einen Termin. Wenn diese Sätze sitzen, fühlst du dich draußen viel stabiler, weil du immer einen Einstieg hast. Genau. Und wenn man einmal im Gespräch ist, kommt der Rest leichter. Viele scheitern nicht daran, dass sie nichts wissen, sondern daran, dass sie keinen Start finden. Und ein Startsatz ist wie eine Tür. Wenn die Tür offen ist, kann man weitergehen. Lass uns über Hören sprechen. Viele sagen, ich verstehe die Leute nicht, sie sprechen zu schnell. Und ja, oft sprechen sie schnell, aber noch häufiger ist das Problem: Im echten Leben wird nicht so sauber gesprochen wie im Lehrbuch. Wörter werden verschluckt, Sätze werden abgebrochen und es gibt Dialekte. Das ist normal. Und das bedeutet, du brauchst Hörtraining, das näher am Alltag ist. Und Hörtraining heißt nicht nur Podcast an und hoffen. Es heißt, kurze Stücke mehrfach hören,
Wichtige Wörter rausschreiben, nachsprechen und dann nochmal hören. Das ist wie im Fitnessstudio. Einmal kurz hingehen verändert wenig. Wiederholen verändert alles. Mach eine Mini-Übung daraus. Hör dir 1 Minute an. Stopp. Sag zusammen, was du verstanden hast, auch wenn es nur 20% sind. Und dann hör die gleiche Minute nochmal. Beim zweiten Mal wird aus 20% oft 40. Und das motiviert, weil du siehst, es liegt nicht an dir als Person, es liegt an Gewöhnung. Dann die Grammatik. Viele haben eine Hassliebe damit. Einerseits denkt man, ohne Grammatik geht es nicht. Andererseits kann Grammatik einen auch komplett blockieren, wenn man sie im Kopf ständig kontrolliert. Ich sag's mal so, Grammatik ist wichtig, aber nicht als Bremse. Grammatik ist wie ein Geländer. Es hilft dir, stabil zu laufen. Aber wenn du dich so festklammerst, dass du nicht mehr vorwärts gehst, bringt es nichts. Ein guter Weg ist, Grammatik in Sätzen lernen, nicht als Regel im luftleeren Raum. Also nicht nur weil plus Nebensatz, sondern gleich mit echten Beispielen. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Ich lerne Deutsch, weil ich hier arbeiten möchte. Diese Sätze kann man direkt im Alltag benutzen. Genau. Und dann kann man variieren. Weil ich keine Zeit habe. Weil ich einen Termin habe. Weil ich mich nicht gut fühle. So wird Grammatik automatisch aktiv. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Dranbleiben. Motivation ist nicht jeden Tag da. Und das ist normal. Die Frage ist, was machst du an Tagen ohne Motivation? Wenn du dann gar nichts machst, bricht der Rhythmus. Wenn du aber eine Mini-Routine hast, bleibst du im Kontakt. Mini-Routine kann heißen 10 Minuten. Wirklich nur 10. Ein kurzer Text, 5 neue Wörter, 2 Sätze sprechen, 1 Minute hören und nachsprechen. 10 Minuten sind so klein, dass man sie fast immer schafft. Und wenn man einmal angefangen hat, macht man oft mehr. Aber der Trick ist, du musst nicht mehr. Du musst nur anfangen. Mach mal eine Entscheidung für dich. Was ist für dich realistischer? Jeden Tag 10 Minuten oder 3-mal pro Woche 45 Minuten? Viele denken, 45 Minuten klingt ernster, aber 10 Minuten täglich bringt oft mehr, weil dein Gehirn jeden Tag Kontakt hat. Und noch ein Punkt. Fehler. Fehler sind beim Sprachenlernen nicht ein Zeichen, dass du es nicht kannst. Fehler sind ein Zeichen, dass du es benutzt. Wer keine Fehler macht, spricht meistens zu wenig. Das ist so wichtig. Wenn du wartest, bis du perfekt bist, sprichst du nie. Und Sprache lebt davon, dass man sie ausprobiert. Die Leute merken meistens, dass du lernst. Und viele sind viel freundlicher, als man denkt. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, probier diesen Satz. Ich lerne noch Deutsch, können Sie bitte langsam sprechen? Das ist nicht peinlich, das ist selbstbewusst. Du setzt einen Rahmen und du bekommst bessere Bedingungen. Zum Abschluss geben wir dir 3 einfache Schritte, die du diese Woche testen kannst. Erstens. Jeden Tag ein Satz über deinen Tag. Laut. Zweitens. 3 feste Bausteine üben, die du wirklich brauchst. Drittens. Ein kurzes Hörstück 2-mal hören und 1-mal nachsprechen. Und wenn du nur eins davon machst, ist es auch gut. Hauptsache, du bleibst im Kontakt. Sprachenlernen ist kein Sprint. Es ist eher wie ein Weg, den man Schritt für Schritt geht. Und jeder Schritt zählt. Danke, dass du zugehört hast. Pass auf dich auf und bleib dran, freundlich zu dir selbst. Bis zum nächsten Mal.